Halleluja! Was ist das denn? Moment, das muss ich mal. Das ist ja irre. Also, da war ich gar nicht drauf gefasst. Also schön festhalten. Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal was ganz anderes, und zwar ein Elektroroller, der BMW CE04 in sehr futuristischer Optik. Das steht also für das, was BMW für die Zukunft sieht, für den Stadtverkehr. Ein ganz neu designter Roller, das ist der Nachfolger von dem C-Evolution, den es ja vorher schon gab. Der ist jetzt komplett neu designt mit neuen Features, neuem Antrieb. Und ich stelle euch den heute mal vor, mache natürlich nachher noch eine Probefahrt und zeige euch mal so ein bisschen, was der so für Ausstattungsmerkmale hat. Ich bin schon sehr gespannt. Das ist natürlich ganz was anderes als ein Verbrennungsmotor und ein Roller mit einer Variomatik. Elektromotoren haben ja eine ganz andere Dynamik beim Beschleunigungsverhalten, und das werde ich mir nachher mal anschauen. Der ist sehr gut ausgestattet hier. Den habe ich von BMW in Berlin bekommen. Solltet ihr euch dafür interessieren, ich packe euch mal einen Link unten rein von dem Christian, der ist da der Berater, was diese Fahrzeuge angeht, und da könnt ihr euch gerne mal ein paar Informationen holen, wenn ihr noch Details haben wollt. So, zuerst mal zu den technischen Daten. Der CE04 hat einen flüssig gekühlten Motor, und zwar einen Synchronmotor mit einer Nennleistung von 20 PS, entwickelt aber eine Maximalleistung von 42 PS bei 4900 Umdrehungen. Was bei dem interessant ist, den gibt es noch als leistungsreduzierte Variante mit 31 PS. Und ausschlaggebend bei einem Elektromotor ist natürlich das Drehmoment. Der hier hat 62 Newtonmeter bei 1500 Umdrehungen, liegt also sofort an. Und das wird man sicherlich nachher beim Fahren auch merken. Höchstgeschwindigkeit ist 120 km/h. Ausreichend, danach ist er abgeregelt. Was natürlich auch extrem ist bei dem Fahrzeug, ist die Beschleunigung von 0 auf 50 in 2,6 Sekunden. Also das wird nachher spaßig, da mal im Dynamikmodus mal richtig Gas zu geben und mal zu sehen, wie sich das dann anfühlt. Bei Elektro ist natürlich die Reichweite immer wichtig. Der CE04 hat eine Reichweite von 130 Kilometer. Je nach Fahrweise natürlich kann sich das unterscheiden. Ist aber für einen Pendler oder auch für den Stadtverkehr sicherlich ausreichend, sodass man den dann halt tagsüber fährt und abends dann an die Ladestation oder Steckdose und das Ganze dann auflädt. So, interessant vielleicht auch noch der Verbrauch. Der BMW braucht 7,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Müsste man jetzt mal ausrechnen, was kostet eine Kilowattstunde, wenn man die an einer Ladestation oder Steckdose holt. Dann hat man vielleicht einen Vergleich, wie das jetzt im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor ist. Die Batterie ist ein Traktionsspeicher, der befindet sich im Unterboden und hat 8,9 Kilowattstunden brutto. So, jetzt werdet ihr natürlich wissen wollen, wie schnell lädt der BMW auf. Also von 0 bis 100% braucht er 4 Stunden und 20 Minuten, bis 80% 3 Stunden 30 mit normalem Netzstecker und Ladekabel. Wenn man jetzt das optionale Schnellladegerät nimmt, dann braucht er von 0 bis 100% 1 Stunde 40 und von 0 bis 80 1 Stunde und 5 Minuten. So, das waren jetzt erstmal die technischen Daten. Ich zeige euch jetzt nochmal die Ausstattung des BMW CE04. Fangen wir mal vorne an. Die Räder sind vorne wie auch hinten 15 Zoll Räder, vorne ein 120er, hinten ein 160er. Vorne hat der CE04 Jejuan Bremssättel mit einer Doppelscheibenbremse. Die Beleuchtung sind natürlich voll LED-Lampen. Es befindet sich hier noch ein kleines Windschild vorne, eher Deko. Da gibt es aber auch noch ein größeres für Touring, wenn man jetzt längere Strecken fährt. Das ist jetzt das Cockpit. Man sieht schon das riesige Display hier unten. Ich zeige euch gleich mal, wenn es an ist, was da alles angezeigt wird. Bedienelemente sind BMW typisch. Wir haben hier dieses Jog-Dial zum Einstellen. Wir haben hier den Blinker, Hupe unten. Hier kommt man ins Menü rein. Hier ist das automatische Licht an- und auszuschalten. Vorne Fernlicht und hier oben die Warnblinkanlage. Eine spezielle Taste mit einem Sternchen und einem R, das ist der Rückwärtsgang. Tatsächlich, das Fahrzeug hat einen Rückwärtsgang. An der Seite haben wir den BMW SOS-Knopf, den Start-Stopp-Knopf. Hier kann man die verschiedenen Fahrmodi einstellen, die zeige ich euch gleich mal im Display. Und hier ist noch die Sitzheizung. So, dann machen wir mal das Ganze an. Das Ganze wird gestartet natürlich wieder mit Keyless, das heißt, der Schlüssel kann in der Tasche bleiben. Ja, in dem Display seht ihr an sich alles, was man benötigt. Wir haben hier Leistung, die verbleibende der Batterie. Also ich kann noch 69 Kilometer fahren und 64% sind noch übrig. Unten ist Temperaturanzeige, oben die Geschwindigkeit. Und dann kann man natürlich über das Jog-Dial hier ins Menü reingehen.
Dann kommt man in die klassischen Anzeigen, die zum Beispiel auch der C400 GT hat, die Fahrzeugeinstellungen, hier die ganzen Bordcomputer, Tripzähler etc. Da kriegt man die ganzen Informationen, die man benötigt. Wenn ich dann wieder hochgehe, kann ich hier in die Navigation reingehen. Da gibt es eine Besonderheit, die Navigation lässt sich diesmal auch als Karte anzeigen. Das ging bei dem C400 GT noch nicht, da wurden nur Pfeile angezeigt. Jetzt hat man in Verbindung mit der App die Möglichkeit, sich auch eine Karte anzeigen zu lassen. Dann geht es weiter, wenn das Smartphone gekoppelt ist, in Media, Telefon, man kann natürlich telefonieren, und in die Einstellung, wo man dann das Smartphone pairen kann und in die Connectivity-Einstellungen reinkommt. Das sind jetzt soweit erstmal die Bedienelemente. Hier unten haben wir noch zwei Fächer. Einmal hier auf der rechten Seite. Das ist der Ladeanschluss. Da kommt also das Ladekabel rein. Und hier auf der linken Seite, klack, mit einem kleinen Drücker zum Öffnen, haben wir ein Smartphone-Fach. Hier unten noch mit einer USB-C-Buchse. Und hinten kann dann das Smartphone reingelegt werden, was dann auch dort geladen werden kann. Also ganz praktisch, Smartphone hier rein und hier wird das Ganze geladen. Eine Besonderheit des CE04 ist das Staufach. Das können wir hier an der Seite öffnen. Geht dann ganz soft auf. Jetzt ist hier gerade das Ladekabel drin. Das nehme ich mal raus. Dann sehen wir, wie viel Platz da ist. Das ist jetzt einfach für einen Helm. Ich habe jetzt meinen Helm noch nicht probiert, sieht aber recht groß aus. Also auf jeden Fall ein Jethelm passt rein. Vielleicht sogar ein kleiner Integralhelm. Oder halt ein kleiner Einkauf, was man halt immer benötigt. Ich habe jetzt hier das Kabel drin, sodass man das immer mit dabei hat, wenn man dann das Fahrzeug mal aufladen möchte. Das ist jetzt das normale Kabel. Das kommt ins Fahrzeug rein. Und auf der anderen Seite ist der normale Stromstecker. Optional gibt es natürlich auch noch das Schnellladekabel. Also dieses Fach durchaus praktisch, kommt man gut ran und von der Seite zu beladen. Dann haben wir hier ganz klassisch die Beifahrerfußraste. Die Sitzbank natürlich auch sehr modern gestaltet, wenn man das so sieht. Sehr flach, beinahe gerade, also wenig konturiert. Hinten mit einer kleinen Stütze. Also auch da dieser futuristische Look durchgezogen. Ich berichte nachher mal, wie man da drauf sitzt natürlich. Platz von der Länge auf jeden Fall genug. Da können Beifahrer wie auch Fahrer sehr gut drauf sitzen. So, dann hier hinten geht es weiter. Hier unten sitzt dann der Elektromotor. Und ganz witzig vom Design natürlich auch die Räder. Das sind nämlich Scheibenräder. Hinten hier 160er, 60, 15. Also schon eine ganz schöne Walze drauf. Und der ganze Fender, das ist alles sehr schön frei hier hinten. Auch hier wieder LED. Ich zeige euch mal die Rücklichter, wie die aussehen. Die Rücklichter dienen natürlich dann auch als Blinker. Optisch sehr cool gemacht. So, hier auf der anderen Seite sehen wir jetzt das Monofederbein, was hier oben komplett mit einem Sichtschutz verkapselt ist. Sieht auch ganz cool aus. Darunter dann das verstellbare Monofederbein. Ganz schön mächtig das Ding. Der Antrieb des CE04 erfolgt über einen Riemen. Den sehen wir hier hinten. Sieht auch optisch ganz cool aus, diese ganze Einheit hier mit dem Federbein und dem Riemen. Hier vorne ist dann noch Hauptständer. Und hier an der Seite befindet sich ja noch der Seitenständer. Ja, und das war es an sich soweit. Erstmal zur technischen Ausstattung. Also alles drin, was man braucht. Connectivity ist drin. Entscheidend halt ist wirklich, wie wird sich das Ganze jetzt fahren. Da bin ich sehr gespannt. Die Optik ist natürlich Geschmackssache. Also was man auf jeden Fall sagen kann, man fällt auf. Ich bin vorhin, als ich hierher gefahren bin, kurz an der Tankstelle angehalten und kamen gleich zwei Leute an, was das für ein Fahrzeug ist und ob das Elektro ist. Und also man hat schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit damit. Also optisch auf jeden Fall extrem ausgefallen. Ein absoluter Hingucker. Und wenn jetzt noch die Fahrleistungen stimmen, hat man da doch ein tolles Fahrzeug. Preis fängt, glaube ich, an bei 11.900 €. Wie man es von BMW kennt, kann man da natürlich viel dazu kaufen. Und dann kann man da auch schnell mal auf 14.000, 15.000, 16.000 kommen. Aber gut, das ist ja bei vielen Fahrzeugen so. So, dann starte ich mal die Testfahrt jetzt und werde euch beim Fahren so ein bisschen berichten, wie sich der CE04 von BMW so anfühlt. Ich bin schon sehr gespannt und würde sagen, schießen wir mal los.
Vergleich zu einer Variomatic ist natürlich hier die Kraftentfaltung extrem gleichmäßig. Zur Beschleunigung komme ich dann nachher nochmal. Ich bin ja noch im Eco-Modus und wir sehen jetzt hier unten immer sehr schön, je nach Fahrweise, wie der Energieverbrauch ist. Rechts eingeblendet die Reichweite in Kilometern und links die Prozentzahl der Batterie. Also das ist sehr übersichtlich. Vom Sitzgefühl her muss ich sagen, sitze ich sehr angenehm. Der Lenker ist ziemlich dicht am Körper. Ich bin ja relativ groß, 1,88 und muss sagen, ich sitze hier sehr bequem. Ich habe auch hier wieder eine Möglichkeit, die Füße unterschiedlich zu positionieren. Also man kann sie ein bisschen nach hinten, in die Mitte oder halt auch nach vorne stellen, was für mich sehr angenehm ist. Und dann sitze ich sehr gut. Die Sitzbank ist, würde ich mal sagen, straff, aber nicht unkomfortabel. Also man sitzt gut drauf, die ist halt sehr gerade, futuristisch geformt. Ja, also in der Kurve liegt das sehr gut. Auch die Federung ist sehr angenehm. Wir haben ja vorne eine Telegabel, 35 mm, hinten das Monofederbein. Und das ist doch schon deutlich besser gefedert als bei manchen anderen Scootern, die ich gefahren bin. Liegt natürlich vielleicht auch an dem doch sehr langen Radstand von 1,67 Meter. Das stockt natürlich auch ein bisschen weg. Also man muss sagen, so vom ersten Fahrgefühl her sehr angenehm. Natürlich was ganz anderes als ein Verbrennungsmotor. Denn die Geräuschkulisse fehlt gänzlich. Ist aber irgendwie auch ganz cool, muss ich sagen. Also wenn man jetzt so steht, man denkt, das Ding ist aus, man hört nichts. Und wenn man Gas gibt, gerade so bei langsamer Fahrt, da ist nichts. Ne? Also ganz, ganz ruhig gleitet man so dahin. Also ein bisschen Science Fiction, man kommt sich auf dem Ding vor wie Blade Runner. Fängt natürlich auch so einige Blicke ein, weil das Design ist schon sehr futuristisch. Ist natürlich Geschmackssache, aber wenn E-Roller, warum nicht? Also das muss ja jetzt nicht so standardmäßig aussehen. Man hat ja auch ganz andere Möglichkeiten, was das Design angeht, weil die Bauweise ja ganz anders ist. Wir haben unten flach liegend die Batterie, dahinter vorm Hinterrad den Elektromotor. Und dadurch ist natürlich viel Möglichkeit, mit dem Design zu arbeiten. Was sie auch gemacht haben mit dem Helmfach, was da unten sich noch befindet. Also Kopfsteinpflaster jetzt hier, ganz komfortabel. Klappert auch nichts. Super angenehm zu fahren. Und hier so in der Kurve, ja, das ist schon gut in der Kurvenlage. Er ist natürlich jetzt nicht der wendigste aufgrund des langen Radstands, aber das Handling, das ist okay. Also man kriegt ihn gut bewegt, schön mit der Hüfte kann man den steuern. Auch so hier im Zirkeln hat er einen guten Wenderadius. Kriegt man also ganz kleine Kreise hin zum Manövrieren. Jetzt kann ich euch vielleicht gleich mal das mit dem Rückwärtsgang zeigen. Das ist ja wirklich lustig. Also für die, denen das Fahrzeug zu schwer ist, der wiegt ja, glaube ich, fast 240 Kilo. So, dann kann man jetzt hier auf R drücken. Jetzt zeigt er da einen Pfeil an, es geht nach hinten. Jetzt gebe ich Gas und kann zum Einmanövrieren rückwärts fahren. Witzig. Vorwärts und rückwärts. Und je nachdem, wie sanft man Gas gibt, sieht man, hält sich der Energieverbrauch auch in Grenzen. Ich kann auch 103 Kilometer fahren. So, jetzt werde ich mal in den Dynamikmodus wechseln
und mir mal die Beschleunigung anschauen. Man sieht jetzt hier schon, da bewegt sich der Balken ein bisschen nach oben. Beschleunigung hat der CE04 von 0 auf 50 in 2,6 Sekunden. Und das gucke ich mir jetzt mal an. Bis eben bin ich ja sehr Piano gefahren. Und jetzt gucken wir mal, was der von 0 auf 50 macht. Wow! Halleluja! Was ist das denn? Moment, das muss ich mal. Oh je! Das ist ja irre. Also, da war ich gar nicht drauf gefasst. Also schön festhalten. Und Vollgas. Ups, und dann bin ich schon. Waren das überhaupt 2 Sekunden? Das geht ja 1 fix 3. Also der zieht brachial los. Also ich wüsste jetzt nicht, was da von 0 auf 50 schneller sein sollte. 1, 2, 50. Ja, das könnte hinkommen mit 2,6 Sekunden. Also Beschleunigung so unglaublich, extrem gleichmäßig, zieht natürlich auch sofort los aus dem Stand. Da gibt es keine Verzögerung. Das heißt, in dem Moment, wo ich am Gas ziehe, peitscht das Ding sofort los. Also so schnell kommt man beinahe gar nicht wieder vom Gas runter. Man muss ja wirklich aufpassen, dass man nicht dann wirklich extrem schnell über die 50 kommt. Bremsen braucht man fast gar nicht. Also ich versuche immer so ein bisschen vorausschauend zu fahren, weil man sieht natürlich, wenn man jetzt aus 50 die reduzieren will und man geht vom Gas, dann geht es natürlich sofort in den Ladebereich rein und man sieht, der verzögert auch sehr gut. Also es geht sehr schnell, dass der dann zum Stand kommt und so gewinnt man immer noch ein bisschen Energie zurück. Also wer richtig Spaß haben will, der fährt natürlich im Dynamikmodus. Das ist schon ein Unterschied zu dem Eco-Modus. Man hört nichts, totale Ruhe, Vollgas und ab geht's und man ist auf 50. Also an der Ampel, glaubt mir, seid ihr auf jeden Fall immer der Erste. Und Spaßfaktor 100%. Die Optik, ja, das mag jetzt nicht jedem gefallen. Ich finde es aber jetzt irgendwie ganz cool. Und gerade da das Fahrzeug noch ganz neu ist und natürlich Fahrzeuge in so einem Design jetzt noch nicht so viel auf der Straße rumfahren, ist es, glaube ich, ein totaler Hingucker. So, jetzt nochmal 0 auf 50 im Eco-Modus. Ja, das ist natürlich sanfter, aber immer noch sehr schnell. Aber dieses aggressive, von vornherein gleich bissige, das hat man wirklich im Dynamikmodus. So, jetzt nochmal Beschleunigung im Road-Modus. Ja, gut, merke ich jetzt nicht so einen großen Unterschied zum Dynamic-Modus. Ja, und der kommt wirklich zum Stehen. Also man braucht nicht bremsen, wenn man vorausschauend fährt, kann man hier wirklich mit der Elektromotorbremse sehr gut fahren und gewinnt dann immer, wie man da sieht, schön noch ein bisschen Energie zurück. So, ich fahre jetzt noch mal kurz auf die Bundesstraße und lass noch mal ein bisschen ziehen hier. Also im Dynamic-Modus, das macht schon richtig Spaß. So, jetzt bin ich bei 60, jetzt ziehe ich mal kurz hoch und zack ist auf 100. Also auch im hohen Geschwindigkeitsbereich macht es wirklich Spaß. Der Durchzug ist brachial, also für die 42 PS Höchstleistung und ich glaube 20 PS Nennleistung ist das schon wirklich super. Man sieht es aber natürlich auch, wenn ich jetzt auf die Reichweite schaue, wenn ich jetzt so 80, 90, 100 fahre, dann geht die Reichweite natürlich schon ein bisschen schneller runter. Ganz klar, Energieverbrauch ist natürlich dann höher. Und dann noch im dynamischen Modus.
So, jetzt werde ich einmal kurz beschleunigen von 80 hoch. Na gut, das ist überhaupt kein Problem, das geht relativ fix. Und der hängt auch wirklich hier in dem höheren Geschwindigkeitsbereich super am Gas. Jetzt bin ich noch bei 60 Kilometer. Ich gehe mal wieder in den Eco-Modus und reihe mich mal hier hinten so ein bisschen im Windschatten ein, damit ich noch ein bisschen fahren kann und nicht die Batterie gleich alle ist. Weil man muss natürlich schon ein bisschen schauen. Ich bin da jetzt den halben Tag unterwegs und muss jetzt natürlich gucken, wie viele Kilometer habe ich noch, wann muss er geladen werden. Also das muss man schon ein bisschen im Auge behalten, denn es ist ja nicht so leicht wie beim Benziner, schnell mal eine Tankstelle und weiter geht's, sondern man braucht dann entweder eine Ladestation mit dem passenden Kabel dazu von BMW oder halt zu Hause in die Garage und dann mit einem normalen Stromkabel laden. So, liebe Scooter-Freunde, das war's für heute mit der Vorstellung des BMW CE04, dem neuen Elektroroller von BMW. Ich bin begeistert, hat wirklich Spaß gemacht, habe mich ein bisschen gefühlt wie Blade Runner, weil die Optik ist schon sehr futuristisch. Fehlt noch das richtige Outfit dazu. Aber da gibt es von BMW auch schon so ein paar Sachen, Jacken und Helme, die so ein bisschen sich an diese Optik angleichen, auch mit Beleuchtung drin, also ganz futuristische Sachen. BMW ist also auf dem Weg in die Zukunft. Das ist das, wie BMW sich den Stadtverkehr in ferner Zukunft vorstellt und auf jeden Fall schon mal eine tolle Einleitung dazu. Also macht wirklich enorm Spaß. Es fehlt natürlich das Motorgeräusch, na klar, aber wir fahren emissionsfrei, tun was für die Umwelt und die Beschleunigung. Ich sage euch, wenn ihr das fahrt, ihr werdet es verstehen, macht wirklich, wirklich Fun. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Auch den Kanal abonnieren wäre natürlich super. Wir sehen uns wie immer nächste Woche. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis dann. Ciao.